Hi, ich bin Nuria von den Dogspotters 2025 und ich habe hier heute Nikolaus Geierhalter zu Gast, den Regisseur des Films Melt. In dem Film sehen wir viele beeindruckende Schneelandschaften und kriegen ein Gefühl für ihre Vergänglichkeit. Danke, dass Sie da sind. Gerne, hallo. Bei Ihren Dreharbeiten haben Sie viele Länder besucht und dabei auch viele verschiedene Sorten Schnee gesehen. Welche fanden Sie dann am besten? Am besten fand ich den Schnee, der nicht feucht war. Einfach weil es angenehmer zum Arbeiten ist. Und natürlich generell ist der Schnee, der vom Himmel fällt, schöner als der Schnee aus der Schneekanone. Ja. Sie haben unter anderem auch Aufnahmen aus Japan, Österreich und sogar der Antarktis. Was haben Sie von diesen Reisen mitgenommen? Bilder. Bilder, die jetzt im Film zu sehen sind. Hauptsächlich wirklich nur die Bilder. Es ist so, wenn ich drehe, dann ist das so eine intensive Zeit und eine Konzentration darauf, in dieser kurzen Drehzeit, meistens haben wir so eine Woche vor Ort, da wirklich auch eine Geschichte nach Hause zu bringen. Da funktioniere ich dann eher so ein bisschen wie ein Roboter. Da wird einfach gedreht und gearbeitet und es bleiben tatsächlich gar nicht so viele Erinnerungen oft übrig. Also meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel den Film sehe, so wie er fertig ist, ist es für mich genauso ein intensives Erlebnis wie für das Publikum, ja? Obwohl ich es ja selber erlebt habe. Aber ich habe es ja auch immer so Stück für Stück erlebt, mal hier eine Woche, mal dort eine Woche. Aber in diese geballte Reise, die man jetzt als Publikum machen kann durch den Schnee, die habe ich ja so intensiv auch nicht in einem Stück erlebt, sozusagen. Ja? Aber abgesehen davon kann man schon sagen, dass zum Beispiel die Antarktis einfach sehr beeindruckend und sehr bewegend ist, dort zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben dorthin komme. Und das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich hoffe, dass die meisten Menschen dort auch nie hinkommen. Das soll so unberührt bleiben. Aber so einen Landstrich zu sehen, wo einfach wirklich, der noch nicht von Menschen sozusagen bevölkert und zerstört ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen, das ist schon etwas sehr Besonderes und sehr Seltenes. Und wie hat das Wetter Ihre Dreharbeiten beeinflusst, beziehungsweise wie sind Sie damit umgegangen? Naja, das Wetter ist, wie es ist. Also ich meine, natürlich haben wir gewusst, dass es mal schneien wird und dann zieht man sich halt kalt, also an für kalte Jahreszeit. Also es ist echt, es ist nicht anders als Schneeschaufeln. Man zieht sich gut an und dann fängt man an zu arbeiten und irgendwann ist man nass und hört auf. Ja, und wie haben Sie es geschafft, dass die Kameralinse nicht vollgeschneit wurde, wenn Sie zum Beispiel ein Interview geführt haben und es kamen Schneestürme? Also erstens einmal war sie natürlich ganz oft vollgeschneit. Das sind die Momente, die man im Film nicht sieht. Und dann haben wir natürlich mit Regenschirmen und allem Möglichen gearbeitet, um Schneeflocken abzuhalten und haben auch viel gelernt, zum Beispiel, dass die Kamera oder speziell die Linsen einfach nicht warm werden sollen. Die sollen einfach nicht in die Wohnungen hinein, sondern eigentlich möglichst draußen bleiben, damit, wenn sie kühl sind, dann prallen die Schneeflocken ab und schmelzen nicht sofort. Wenn die Linse warm ist, hat man sofort einen Fleck drauf. Da gab es viele verschiedene Tricks, die wir im Laufe der Zeit gelernt haben und trotzdem sind Kameras ständig, haben sie aufgehört zu arbeiten und dann hat man halt mit anderen Dingen weitergedreht. Also es ist, in Schnee zu arbeiten, im Schnee zu arbeiten ist gar nicht das Schlimme, aber das Rein- und Raus, Temperaturwechsel sind nicht so toll. Ja. Und durch Ihre Bilder von weiten und stillen Schneelandschaften haben Sie viel die Einsamkeit, die in diesen Räumen herrscht, thematisiert. Also so hatte zumindest ich das Gefühl. Und das stand besonders im Kontrast zu einer Szene. Und zwar war das eine Szene von einer Skiparty, in der laute Musik gespielt wurde und zwar sogar ein Feuerwerk zu sehen. Was wollten Sie mit diesem Kontrast thematisieren? Also ich meine, der ganze Film ist ein Film, der Bild für Bild in irgendeiner Weise zu Assoziationen anregen soll. Ich mag ihn jetzt nicht interpretieren, aber es ist natürlich in Wahrheit nicht nur ein Film über Schnee, sondern eigentlich ein Film über uns als Menschheit in vielen Facetten. Und in einer Szene waren Touristen auf einer Aussichtsstation und sie haben sich die Aussicht, die man von draußen sehen konnte, drinnen angeschaut. Diese Szene hat uns sehr irritiert, weil warum sollte man sich die Aussicht von innen angucken, wenn man sie auch draußen sehen könnte? Weil man sie draußen nicht immer sehen kann. Das ist das Jungfraujoch, auf das du ansprichst. Das ist ein hoher Gletscher in der Schweiz. Da fährt man einfach gerne hoch in der Hoffnung, Schnee zu sehen, speziell wenn man aus Ländern kommt, wo man es einfach nicht erlebt hat, weil da oben immer Schnee ist. Aber sehr, sehr oft ist da oben schlechtes Wetter und dann darf man gar nicht auf die Terrasse, weil einfach Schneesturm draußen ist. Das ist wirklich einfach ein ernstes Wetter da draußen auch. Ja. Und damit die Menschen, die an so einem Tag rauskommen, nicht ganz enttäuscht sind, haben sie zumindest drinnen noch das Erlebnis. Ja, gut mitgedacht. In Ihrem Film haben Sie viele Schneemaschinen gezeigt. Warum haben die so eine große Rolle da gespielt? Ja, weil ich auch beim Drehen draufgekommen bin, dass Schnee ja eigentlich was total Schönes ist und das weckt Kindheitserinnerungen und ist auch das Element, das im Endeffekt dafür sorgen wird, dass der Meeresspiegel ansteigen wird, wenn es weniger wird. Und das Leben mit Schnee war so das Thema, das mich interessiert hat. Wie lebt man mit Schnee? Wie geht man mit Schnee um? Und dann kommt man ganz schnell dazu, dass Schnee, wenn er fällt, entweder im Weg ist
oder er ist zu wenig. Also, und da kommt wieder das Menschheit ins Spiel. Ja. Es schneit und sofort muss er weggeräumt werden, weil der Verkehr weiterfließen muss. Oder es schneit so wenig, dann müssen wir Schneekanonen bauen, die Schnee produzieren, damit die Leute, die den Urlaub gebucht haben, auch Skifahren können. Und das ist ja die zweite Ebene, die ich ja viel interessanter finde als nur die schönen Bilder vom Schnee. Dass es ja auch schon längst so ist, dass wir versuchen, dieses Element zu beherrschen, wo es nur geht. Ja. Und also ich musste nach dem Film erstmal so die Bilder von diesen beeindruckenden und großen Landschaften sacken lassen. Wollten Sie was wollten Sie bewirken? Welche Wirkung wollten Sie bei den Zuschauern hinterlassen mit diesem Film? Das kann ich gar nicht so leicht sagen. Also prinzipiell freue ich mich, wenn Zuschauer nachdenklich aus dem Kino rausgehen. Und das ist einfach eine Einladung, sozusagen verschiedene Orte zu betreten, zu besuchen und aber auch zu erleben. Ja? Nicht nur dort zu sein, sondern sie auch zu spüren. Das ist das, was auch nur das Kino kann. Ja? Mit einem Surround-Ton, mit Bildern, die sozusagen durch das Weitwinkelobjektiv wirklich so eine Bühne aufmachen und auf dieser Bühne wird dann wieder Realität gespielt. Und deswegen stehen die Bilder ja auch so lang, dass man sich wirklich drin verlieren kann. Das sind ja auch immer, diese weiten Bilder sind ja auch ein Angebot, dass du dir aussuchen kannst, schaue ich jetzt hierhin oder schaue ich dorthin. Selbst bei den Interviews, da steht jemand mitten in einer Landschaft und du kannst dich immer noch entscheiden, schaue ich dem jetzt ins Gesicht oder schaue ich mir die Landschaft dahinter an oder wo schaue ich hin. Also alles in allem ist das der Versuch, ein sehr räumliches Erleben, wie wenn man wirklich dort stehen würde, nachzuempfinden. Deswegen gibt es da keine Zooms, deswegen gibt es keine Schnitte, sondern es ist tatsächlich das, du stehst der Person gegenüber und hast sozusagen total freie Wahl, wo du hinschaust. Und dieses Erleben dieser Orte führt idealerweise dazu, dass man sich ein bisschen Gedanken macht. Ja, und Sie haben jetzt gerade gesagt, dass das dazu führen soll, sich Gedanken zu machen. Worüber soll man sich Gedanken machen? Über die Vergänglichkeit dieser Giganten? Vermutlich, aber da kommen die Leute schon drauf. Ja, schön. Und Ihr Film Meld feiert ja bei Doc Leipzig ihre internationale Premiere. Ja. Wie geht es denn nach dem Festival mit dem Film weiter? Ja, dann kommen andere Festivals und dann kommt er in manchen Ländern in die Kinos und irgendwann einmal kommt er dann ins Fernsehen. Das ist immer so, also zuerst mal kommt der Festivalzirkus, wie man ihn so nennt. Also nach Leipzig geht es nach Amsterdam und wie es dann weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr auswendig, weil dann endet meine Reisezeit. Aber der Film wird dann ein bisschen um die Welt tingeln und hat ja auch Fernsehbeteiligung aus Deutschland, ZDF 3 Seiten aus Österreich, die werden das dann irgendwann mal senden. Genau, und an sich ist es ein Arthouse-Kinofilm, aber welche Länder und welche Verleiher das sind, das weiß man vorher nie. Das wird sich jetzt auch durch sozusagen, dadurch, wie der Film auf den Festivals aufgenommen wird, entscheiden. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg dabei. Ja, Dankeschön. Und an dieser Stelle will ich mich bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Gerne, auch alles Gute.